Hallo ihr Lieben, dieses schöne Puzzle habe ich von der lieben Uschi Stoffels geschenkt bekommen, und zwar hat sie das neben 5 anderen Puzzles neulich in einem Haul vorgestellt. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. So, und eigentlich hat sie mir das geschickt so nach dem Motto, ja, dann brauchst du vielleicht große Puzzleteile, ne? Weil die sind auf der Rückseite auch so schön beige, die kann man also eigentlich schön gestalten. Und ich habe dann eigentlich mehr aus Spaß und am Motto, ja, vielleicht passen ja so ein paar Puzzleteile zusammen. Ich dachte, das wäre so eine Handvoll aus einem ganz großen Puzzle. Und war dann also eigentlich sehr erstaunt, dass das tatsächlich eigentlich das komplette Puzzle war. Bloß diese Ecke hier, da hat sie sich irgendwie vertan. So, und ich finde das aber total schade, jetzt die Puzzleteile einfach nur zu benutzen und möchte aus diesem Motiv gerne ein Cover gestalten. Und zwar habe ich mir überlegt, übrigens nicht wundern, ich bin hier so ein bisschen grün-blau vom Blut abnehmen und habe so geschwollene Hände, dass ich den Ehering nicht tragen kann. Also es ist alles in Ordnung. So, dann habe ich mir so überlegt, könnte ich das hier so trennen. Dies hier unten vielleicht wegmachen, weil das ja erstens sowieso nicht vollständig ist und zweitens ja fürs Cover dann wohl auch zu groß ist. Und dann dachte ich, ich ziehe das Ganze so weit wie möglich auseinander, dass man so ein bisschen die Lücken sieht, dass es aber natürlich trotzdem noch bildmäßig so zusammengehört. Und dann habe ich mir überlegt, weil hier ja die geraden Kanten sind, dass ich diese ein bisschen anschleife, aber grundsätzlich als Kanten lasse und hier die Cover-Ecke mache. So, und dann habe ich mir also hier so ein altes Buchcover genommen und wollte da jetzt dieses hier auf diese Seite machen und dieses mit den Ecken hier an diese Ecken. So, dann als erstes möchte ich die aber noch ein bisschen abgrungen. Das heißt, hier die Ecken, die sind ja relativ groß und langweilig. Das heißt, die werde ich so ein bisschen schleifen. Ich habe hier so einen Klotz. So, und wenn ich jetzt hier so ein bisschen mache, auch hier oben, vielleicht die Teile auch so ganz leicht, aber nicht so doll. So. Und dann könnte ich das noch ein bisschen distressen. Vielleicht gehe ich hier noch so ein bisschen rüber. Ja, so habe ich mir das überlegt. Das schleife ich hier jetzt alles mal so ein bisschen an. Da müsst ihr jetzt nicht bei jedem Puzzleteil zugucken. Und dann werde ich mir das hier nehmen. Das passt jetzt farblich natürlich nicht so wirklich gut dazu. Also wenn ich das jetzt hier mal so rüberlege, das ist ja ein ganz anderes Grün. Das heißt, das werde ich noch anmalen. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, so eine Leinenstruktur. Ne? Das ist also mit Leinen bezogen, was natürlich so erstmal schon mal schön ist. Und dann werde ich das mit Acrylfarbe bisschen betupfen. So, ich habe hier mal alles an Acrylfarben zusammengesucht, was meiner Meinung nach passen könnte, hier zu den Farben. Ne, also nochmal zur Erinnerung, das hier sind die Farben. So, und da werden wir jetzt einfach so ein bisschen grundieren und so ein bisschen tupfen. Ne? Also ich werde, hier sehe ich auch gerade, das ist ein bisschen kaputt. Ja, nicht so schlimm. Hier habe ich auch noch so ein Goldsatin, da werde ich auch noch so ein bisschen drüber gehen, dass man so ein paar Highlights hat. Okay. Ich einfach so ein bisschen Verpackungsmüll als Palette. So, dann war einfach hier so ein bisschen von jedem. Okay, und dann habe ich so einen Schwamm, auch so mit so ein paar Löchlis drin, die geben immer noch so ein bisschen Struktur. Okay, fangen wir einfach mal an.
So, ich halte das mal näher ran. Das ist halt jetzt so getupft mit verschiedenen Farben. Hier unten ist auch so ein bisschen Gold dabei oder hier überall so ein bisschen. Manchmal guckt hier zum Beispiel noch so ein bisschen von dem hellgrünen Untergrund mit raus, aber das finde ich eigentlich schön. Das gibt dem Ganzen noch eine zusätzliche Farbe. Ja, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Ich lege das mal zur Seite. In der Zwischenzeit können wir ja die Puzzleteile weitermachen. Moment, ist das hier? Ja, geht. So. Ich habe jetzt die unten weggenommen, die ich nicht dazu brauche. Hier habe ich jetzt ja schon welche angeschliffen. Und da möchte ich die Ecken gerne mit Distress Ink Vintage Photo ein bisschen einfärben. So, auch hier mal rüber. Ne, dass das zwar so angeschrammt ist und so weiter, aber dass dieses Helle da nicht so durchkommt. Ja, so mache ich das jetzt mit allen Puzzleteilen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe es mir anders überlegt. Wenn ich die jetzt so nebeneinander sehe, dann finde ich das eigentlich attraktiver als das hier. Ne? Und wenn ich die Puzzleteile hier so aneinander lege, dann ist ja eigentlich der Kontrast zu diesem helleren Rand viel größer. Das heißt, ich werde da, wo ich schon distressed habe, wieder abschleifen. Ja, sowas sieht man immer erst, wenn man dabei ist. Ne? Man stellt sich das irgendwie so vor und wenn man es dann gemacht hat zum Teil, dann sieht man, nee, also eigentlich ist es das nicht. So, jetzt ist hier überall wieder abgeschliffen und man sieht die hellen Kanten. Da möchte ich noch ein bisschen mit Gold arbeiten und zwar habe ich hier so eine ganze Kiste mit Gilding Wax und so weiter. Und dann, ich weiß nicht, was nehme ich, was passt am besten? Gold oder, also Silber auf jeden Fall nicht. Gold oder Bronze. Nehmen wir Gold, ne? So, das andere war ein bisschen ausgetrocknet hier. Nehmen wir, ich habe hier noch eins. Ja, das ist besser. Okay, und dann gehe ich hier so ein bisschen rüber. Also nicht überall, einfach nur so ein bisschen als Highlight. Manchmal auch so ein bisschen hier übers Bild. So in der Art. Bei jedem so ein bisschen. Wo ich das gerade so in der Hand habe, mache ich auch noch ein ganz bisschen am Rand vom Cover. So sehen die dann aus. Ich hoffe mal, es spiegelt nicht zu sehr. Und dann können wir die jetzt hier raufkleben. So. Also ich wollte die ein bisschen auseinanderziehen, so weit wie es geht. Und dann hier aufkleben mit ein bisschen Rand zum Cover, ne, dass man das darunter noch durchsieht, also den Buchrücken. So. Ja. Dann machen wir das mal. Ich nehme Tacky Glue.
Okay, stellen wir mal was drauf. Gut. Also ich klebe jetzt die hier fest und diese auf dieser Seite fest und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Sache fällt mir noch auf, wenn ich das hier, das habe ich jetzt festgeklebt, wenn ich dieses festkleben möchte, dann komme ich mit diesem Puzzleteil hier ein bisschen zu weit rüber. Ich möchte das aber auch nicht hier rüber kleben, weil mir das dann zu schmal, zu, weiß ich nicht, eintönig ist. Das heißt, ich möchte das zwar hier haben, ich möchte auch diese Blume hier vollständig haben, aber dieses hier ist ja der Stängel von der. Das heißt, es wäre ja schön, wenn der dann hier wäre. Also mit anderen Worten, ich schneide hier einfach durch. So. Flupp. Ja. Und dann schleife ich das noch ein bisschen an, damit das nicht so auffällt. Okay. Jetzt ist alles aufgeklebt. So sieht das bisher aus. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich dieses Puzzleteil eigentlich hier hinkleben wollte. Aber da habe ich schon eine Lösung für. Da kommen wir aber gleich zu. So, und jetzt ist es aber ja so, dass diese Puzzleteile sich teilweise auch ein bisschen anlösen. Ne? Da ist ja nur so, das sind ja verschiedene Schichten und dann sind hier Farben drauf. Das heißt, ich möchte alles nochmal versiegeln. Dazu nehme ich diesen Acrylvarnish matt vom Action, den ich irgendwie auch schon ein Jahr hier rumstehen habe. Und verteile den hier einfach drüber mit dem Pinsel, sodass einmal vielleicht das Puzzle nicht mehr ganz so stark glänzt und dass ich andererseits auch das alles ein bisschen fixiert ist, ne? Dass die Farbe nicht abgehen kann, dass die Puzzleschichten, die einzelnen, sich nicht ablösen. So, das muss jetzt natürlich erstmal trocknen und ich denke mal, da mache ich noch eine Schicht drauf. Es ist noch nicht ganz trocken, aber man kann schon erkennen, dass es jetzt wesentlich matter ist als vorher. So, wenn ich jetzt das Cover so habe, dann fehlt hier unten ja noch was. Und da habe ich mir jetzt dieses zurechtgelegt. Das möchte ich jetzt gerne hier hinmachen. Lege ich mir da jetzt ein Styroporblöckchen drunter und piekse mit der Ahle einfach durch. Da muss ich mal gucken, ob die großen hier durchpassen. Nee. Dann nehme ich die kleinen. So. Dann klebe ich hier sicherheitshalber noch ein bisschen Tesafilm drauf.
Okay. So, das ist mein Cover von außen. Und von innen, da habe ich mir schon hier so ein Blatt zurechtgelegt. Und zwar ist das aus diesem neuen Action Block Antique Vintage. Den habe ich mir gestern nämlich noch gekauft. So. Und dann kommt diese Seite hier hin und diese Seite hier hin. Da ich wie immer keine Lust zu messen habe, knicke ich das hier einfach um. Hier kommt sowieso gleich noch was drüber, also daher ist es nicht so schlimm, wenn es jetzt 1 Millimeter breiter oder schmaler ist. Das gleiche mache ich an dieser Seite auch. So sieht das jetzt von innen aus. Alles schön festgeklebt bis an den Rand. Und hier in der Mitte kommt ein bisschen Stoff drüber. Das ist so ein alter Bettbezug, den ich mal gefärbt habe mit Zwiebelschale. So. Und dann werde ich das jetzt aber mit einem Pinsel verstreichen, damit das nach Möglichkeit nicht durchsuppt durch den Stoff, ne, der Kleber. Ja. Okay, hier oben kann noch ein bisschen abgeschnitten werden. Okay, so ist es von innen, so ist es von außen. Hier kommt noch was rein und da habe ich hier so ein gefärbtes Stück dickeres Papier. Da schneide ich mir hier sowas zurecht. So. Passt. Okay, dann schreiben wir hier auch noch was drauf. Jetzt muss ich noch überlegen, das soll ja was mit Nelken zu tun haben.
Es soll aber auch nicht unbedingt ein Nelken-Journal werden. Da muss ich noch einen Moment überlegen. Okay, also ich denke mal, ich schreibe rein Rosentulpen Nelken. Ja, da gibt es ja einmal diesen Poesiealbumspruch. Und kann man ein Blumenjournal draus machen, ne, und ist nicht nur so auf Nelken fixiert. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich da im Rahmen bleibe. Okay, hat gepasst. Ja, das war es eigentlich schon in diesem Video. Ich zeige es euch noch mal kurz. Von vorne. Hier sieht man noch ein bisschen hier den Kreis, aber das ist ja nicht schlimm, das Oval. Und hier auch, ne, da sieht man noch so ein bisschen den Druck. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich jetzt eine versteckte Bindung mache, ne, dass ich hier quasi eine Pappe einnähe, auf der die Signaturen schon befestigt sind. Könnte ich mir hier eigentlich schön vorstellen. Hier kann man vielleicht noch so ein Filigree reinkleben, ein ovales. Da hätte ich sogar dieses hier. Wäre ja eigentlich hübsch, aber jetzt passt das Motiv natürlich gar nicht. Habe ich denn eine kleine Nelke? Ja, ich glaube, ich lasse es weg. Ja, okay, vielleicht später. So, und so ist es von hinten. Auch sehr schön. Und so ist es von innen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Uschi, für das schöne Puzzle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.